Ja, wir haben den Wagen besonders voll geladen. Der Volvo FH mit 460 PS und XL-Fahrerhaus geht gleich für den ETM Fährenkötter-Test auf die Runde. Da wollen wir mal schauen, was der kann. Wir haben einige Volvo schon im Fuhrpark gehabt, die haben auch gut funktioniert. Bei diesem hier ist eine Besonderheit, dass dieses Lampendesign sehr spitz, sehr markant ist, gerade im Dunkeln, wenn er einem entgegenkommt. Ansonsten die Form sehr glatt, sehr aerodynamisch, was sich eben auch in wirklich guten Verbräuchen widerspiegelt. In der Diskussion um Motorleistung geht man ja heute eher Richtung 500 PS im LKW. Wir haben damals mit Volvo gemeinsam entschieden, wir nehmen den 460 PS Motor mit Turbo Compound. Der hat einen tollen Drehmomentverlauf, der packt richtig an. Wir fahren nicht immer die Maximalgewichte und so hat man eigentlich in allen Lebenslagen die passende Motorisierung. Volvo hat das Kabinenkonzept etwas anders gemacht. Das heißt also, oben ist das Dach etwas abgeschrägt. Das geht natürlich zulasten des Stauraums. Dazu kommt noch dieses Sonnendach, das sich auch öffnen lässt, was sicherlich viel Licht ins Fahrerhaus bringt und das Ganze hier ein bisschen wohnlicher und freundlicher macht. Dafür fehlt natürlich auch genau an der Stelle etwas Stauraum. Das heißt also, das Konzept geht eher in Richtung Aerodynamik und auch etwas Optik, eben Helligkeit zulasten des Stauraums. Aus meiner Sicht gibt es hier einen kleinen Wermutstropfen. Das ist so das Raumgefühl. Einerseits haben wir einen Motortunnel. Da muss ich meine Füße auch schon ganz schön durchfädeln, wenn ich mich Richtung Fahrerhaus bewegen will. Und das andere ist eben das zum Fahrer geneigte Armaturenbrett. Das hat Vorteile in der Bedienung, aber hat eben den Nachteil, dass es wirklich deutlich im Fahrerhaus reinsteht und dass man sich hier schon ein bisschen beengt fühlt. Also das Auto läuft richtig schön. Lenkung sehr leichtgängig, ich habe gerade ein bisschen rangiert, aber eben nicht nur leichtgängig, sondern auch spurtreu. Schaltet schnell, läuft leise, also richtig seitenweich. Also es kommt ja beim Fahren darauf an, erstens, dass ein LKW sich leicht steuern lässt, dass er sich leicht dirigieren lässt, der spurtreu ist, das entlastet. Und dann ist eben so, wie jetzt hier an der Steigung, die Schaltvorgänge sind super schnell, sodass eben nicht viel Energie verloren wird im Schaltvorgang. Also Drehmomentverlauf des Motors auch top, beziehungsweise hält er das Drehmoment lange. Das ist schon gut. Wir haben hier in dem Volvo zunächst mal ein digitales Cockpit, das finde ich sehr gut. Dann gibt es den obligatorischen Bildschirm, auf dem man Radio, Navigation und so weiter sich anzeigen lassen kann. Was mir fehlt, sind die digitalen Spiegel, also sprich die kamerasystembasierten Spiegel. Und insgesamt finde ich das Interieur sehr kantig, man kann fast sagen, so schwedisch, so wie Volvo früher auch in den PKWs war. Das könnte man vielleicht auf Dauer ein bisschen eleganter machen. Also der Volvo hat hier in der Anschaffung bei uns mehr gekostet als die Fahrzeuge zuvor. Das muss ich dann natürlich relativieren. Wir haben bis jetzt keine Schäden an dem Auto gehabt. Und am Ende wird halt abgerechnet. Wer keine Reparaturen hat und einen tollen Verbrauch hat, darf eben auch vielleicht am Anfang ein bisschen mehr kosten. Oder umgekehrt. Wenn natürlich ein teures Auto Schäden hat und der Verbrauch nicht top ist, dann wird es natürlich ganz schnell zu einer wirtschaftlichen Nullnummer. Der Volvo kämpft aktuell auf den vorderen 3 Plätzen. Praktisch keine großen Reparaturen. Verbrauch ist wirklich sehr gut.
Wir haben hier im Grunde genommen einen Schlagabtausch zwischen Volvo und Scania. Wir liegen aktuell bei 27,5 Liter Fahrverbrauch. Das ist wirklich ein toller Wert. Also von daher glaube ich, dass der am Ende des Tests sehr weit vorne rauskommen wird. Ich bin der Meinung, hier sind wirklich hochwertigste Materialien verbaut. Egal, wo man hinfasst, das macht alles einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Qualitativ wirklich top. Auch die eingebauten Schränke, das sind ja teilweise Jalousienschränke. Da klappert nichts, da rappelt nichts. Das ist alles sehr angenehm. Das Fazit zum Volvo FH lautet: toller Antriebsstrang, kräftiger Motor, schnell schallendes Getriebe, gute Verbräuche, sehr hochwertige Verarbeitung innen wie außen. Die paar Ecken und Kanten, die er hat, die gehören zum Konzept. Und er ist zwar der Letzte im Test, aber im Test wird er bestimmt nicht der Letzte werden.